Hallo allerseits. In diesem Baubericht werde ich euch zeigen, wie ich von Tamiya die Semovente M40 in einem Maßstab 1:35 bauen werde. Der Bausatz als solcher ist ja ein alter Bekannter. Tamiya hat den alten Bausatz jedoch etwas verbessert. Zum Beispiel liegen neue Werkzeuge, bessere Figuren und auch Segmentketten bei. Also, fangen wir mal an. So, das Modell ist jetzt schon gebaut. Das hat mir jetzt ungefähr einen Nachmittag gekostet, also ging völlig problemlos vonstatten. Also auch keine Spachtelmasse vonnöten und viele Teile hat der kleine Panzer ohnehin nicht. Der Bausatz hat auch ein paar Foto-Edit-Teile, hier oder hier. Ja, mit ein bisschen Sekundenkleber sind die gleich befestigt. Hier vorne das Abschleppseil habe ich noch selber ergänzt, das im Bausatz enthaltene hat mir nicht so gut gefallen. Da habe ich einfach so ein übriges kleines Stahlseil verwendet, die sind oft bei Dragon Bausätze dabei. Dann hier die Kanister, den habe ich mit ein bisschen Metallfolie so eine Befestigung verpasst. Ich meine, der kann ja da nicht irgendwie hingeschweißt sein, der braucht ja irgendwie eine Befestigung. Und die Antenne habe ich aus einem gezogenen Gießast hergestellt. Hier, das habe ich noch abnehmbar gelassen, damit ich den Innenraum überall schön bemalen kann. Ihr seht, Getriebe und Motor fehlt hier, aber das sieht man eh nicht sonderlich später. Hier noch ein bisschen Zubehör, was vielleicht auch noch zum Einsatz kommt. Eine Figur von der Panzerbesatzung, ein paar Ersatzkettenglieder und Kanister noch. Okay, als nächstes werde ich das komplette Modell schwarz grundieren und danach wenden wir uns der Innenraumbemalung zu. So, die Grundierung wäre jetzt getrocknet. Wichtig ist dann natürlich, dass die schwarze Farbe wirklich überall das Modell bedeckt, damit man eben später nicht das Plastik durchscheinen sieht. Jetzt wenden wir uns mal dem Innenraum zu. Der sollte weiß lackiert werden. Allerdings werde ich da etwas Sandgelb dazu mischen, weil ich finde, so total helles Weiß sieht ein bisschen komisch aus.
bei einem Panzermodell, aber das ist Geschmackssache. Da man jetzt den Innenraum natürlich hier sehr schön sehen wird später durch die große Luke, werde ich auch ordentlich Chipping anbringen, und zwar mit einem Schwamm und Revell Color Stop. Um das Chipping vorzubereiten, werde ich jetzt den kompletten Innenraum mit Revell Matt 78 Panzergrau spritzen und danach mittels eines Schwämmchen und dem Color Stop kleine Tupfer anbringen, die dann später unsere Lackabplatze bilden, und danach eben mit einer Mischung aus Weiß und Sandgelb den Innenraum lackieren. Wenn das dann alles trocken ist, können wir den Color Stop wieder entfernen und wir haben unser Chipping parat. So, nachdem jetzt die graue Farbe trocken ist, können wir anfangen mit Color Stop hier das Chipping sozusagen aufzutupfen. Da empfehle ich hier ein kleines Stück Schwamm mit einer Pinzette zu greifen und dann etwas von dem Color Stop aufzunehmen und dann eben hier zu verteilen. Man sollte natürlich beachten, wo solche Lackabplatze am ehesten passieren. Das sind natürlich die Bereiche, die beansprucht werden, zum Beispiel von der Besatzung oder durch Abrieb, wenn irgendwelche Teile sich bewegen und so weiter. So in etwa sollte das dann aussehen. Und jetzt können wir weitermachen mit der eigentlichen Innenraumlackierung. Hier in meiner Airbrush habe ich das schon fertig angemischt. So circa 90% Revell Matt 5 Weiß und 10% Matt 16 Sandgelb. Wie schon gesagt, ich finde, das ist eine gute Innenraumfarbe. So, alles getrocknet. Jetzt können wir den Color Stop wieder entfernen. Das kann man mit den Fingern machen oder mit einem Borstenpinsel. Das bleibt jedem selber überlassen. Ihr seht, das Chipping so ist eigentlich ziemlich einfach zu realisieren. Haarspray-Methode geht natürlich auch, bin ich aber nicht so ein großer Fan davon. Denn man weiß halt nicht, was das Haarspray in ein paar Jahre macht. Das ist ja doch nicht so beständig. Aber gut, das kann jeder machen, wie er will. Ich ziehe jetzt meine Methode, der Haarspray-Methode vor. So sieht dann der Innenraum komplett bemalt und gealtert aus. Ihr seht die Details wie Sitze und so, haben auch noch einen Anstrich erhalten, aber das brauche ich jetzt nicht näher erläutern. Ich habe einfach die Farbangaben so in etwa aus dem Bauplan entnommen. So, ich werde das jetzt auch noch eine Weile so separat lassen, denn dann kann ich einfach die Ketten hier später bemalen. Und ja, jetzt werde ich mal hier den Innenraum ein bisschen abkleben und dann können wir weitermachen mit der Lackierung. Da wir außen natürlich auch die gleichen schönen Lackabplatze haben wollen wie im Innenraum, müssen wir natürlich auch genauso vorgehen. Ich werde das Modell mit Revell Matt 66 Olivgrau lackieren und danach kommt wieder Color Stop zum Einsatz.
beim Innenraum auch. Tragen wir jetzt mit dem Schwämmchen ein bisschen Color Stop auf, um dann das schöne Chipping zu erzeugen. Da ist der Fantasie freien Lauf gesetzt. Bei so einem Fahrzeug, das in der Wüste eng gesetzt wurde, kann man es eigentlich fast nicht übertreiben mit dem Chipping. Also das ist auch mal ein gutes Testmodell sozusagen, wenn man die Technik mal ausprobieren will. Hauptsächlich sollte man natürlich die Kanten behandeln, aber auch größere Flächen dürfen ein paar kleinere Kratzer abkriegen. So, jetzt kommt der eigentliche Farbauftrag mit Revell Matt 16 Sandgelb. Wichtig ist hierbei, dass man die sandgelbe Farbe nicht gleichmäßig übers Modell aufträgt, sondern manche Orte bekommen mehr Farbe ab als andere. Das gibt dem sandgelben Lack einfach noch ein bisschen einen verschlissenen Eindruck. So, das Color Stop wurde hier jetzt wieder entfernt. Ihr seht, es gibt doch recht ansehnliche Lackabplatzer. Meiner Meinung nach eine der einfachsten Methoden, das hinzubekommen. Soweit dann mal für den ersten Teil. Im zweiten Teil geht es dann weiter mit der Detailbemalung und der Alterung. Bis dahin wünsche ich euch frohes Basteln und man sieht sich im nächsten Video. Euer Hamilcar Varkas.